Pilze an die Macht. Auf den Conventions sieht man in den letzten Jahren immer wieder Pilze herumlaufen und der Klassiker dabei ist immer noch rot, der Fliegenpilzhut. Aber was wäre, wenn man mal eine andere Farbe ausprobiert? Hi, ich bin Millicent Feyer, Cosplay- und Fantasy-Künstlerin mit einer Vorliebe für kreative Bastelprojekte. Und heute zeige ich dir, wie ich dieses Pilzoutfit genäht habe. Also die Corsage, den Rock und den Hut. Und wenn du wissen möchtest, wie viel Arbeitszeit und Materialkosten dahinter stecken, dann schau unbedingt bis zum Schluss. Zuerst zum Pilzhut. Den habe ich in 3 bzw. 4 Arbeitsschritten gemacht. Zuerst braucht man natürlich das Grundgerüst. Auf einer Hutbasis habe ich mit Füllmaterialien und Volumenvlies, also eine Pilzkappe geformt und mit einem gelben Vliesstoff ummantelt. Danach habe ich die Spitze vom Hut mit Airbrush ein bisschen rot gefärbt und im zweiten Schritt habe ich dann verschiedene Bahnen aus Baumwollstoff in einem beigen Farbton genommen und die dann in Falten, also so einem Zickzack-Muster, an die Unterseite vom Hut geklebt. Als drittes fehlen jetzt nur noch die Flecken, die aus dem gleichen Material wie der gelbe Stoff sind und da habe ich ungefähr 2,5 Stunden gebraucht, so inklusive Ausschneiden und Aufkleben, damit das alles wirklich dann auf dem Hut ist und fertig ist er. Knock, knock. Wenn du Pilzhüte genauso toll findest wie ich, aber keinen selber machen kannst oder möchtest, ich biete auch Auftragsarbeiten an. Schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Da findest du alle Pilzhüte, die entweder sofort käuflich sind oder in Auftrag gegeben werden können. Außerdem habe ich noch ganz viele andere Pilzprodukte in meinem Shop, zum Beispiel Dekoration oder Pilzschmuck. Und mit der Newsletter-Anmeldung kannst du übrigens auch 10% sparen. Und nein, ich schicke dir nicht jede Woche eine Mail, sondern vielleicht einmal im Monat oder alle 2 Monate. Also schau gerne vorbei, ich freue mich. Für die Corsage habe ich mir dieses Schnittmuster hier von Buttery gekauft und die Variante D ausgewählt. Da ich einen rot-gelben Hut habe, macht auch eine rot-orange Farbpalette für die Corsage und Rock weiterhin einen Sinn. In meinem mit allerhand Stoffresten gespickten Stoffschrank habe ich dafür noch so einen glänzenden rot-orangen Stoff gefunden, der je nach Lichteinfall etwas die Farbe verändert. Und als Futterstoff habe ich mich für einen leichten roten Stoff entschieden. Diese gelbe Lochspitze hier kam mir aber direkt für den Rock irgendwie in den Sinn. Jetzt geht es erstmal darum, das Schnittmuster auszuschneiden und auf den Hauptstoff meiner Corsage zu übertragen. Also das, was dann außen ist am Ende. Dafür stecke ich das meistens mit Pinnnadeln direkt am Stoff fest und schneide dann noch einmal ringsrum. Ich habe den Stoff dafür einmal doppelt gelegt, da wir ja beide Seiten einmal gespiegelt brauchen. Jetzt habe ich alles zweimal und kann die Seiten aneinander nähen. Bis auf die Vorderseite, wo dann halt die Schnürung rein soll. Die Nahtzugabe bügele ich dann einmal auf der Rückseite, damit die Nähte von außen auch wirklich schön glatt sind. Hier sieht man nochmal schön den Unterschied. Und ich empfehle, das Schnittmuster immer zuerst an einer Schneiderpuppe, wenn man denn eine hat, zu testen oder halt an sich selbst. Denn hier ist mir ein Fehler unterlaufen. Und ich wundere mich, warum dieses Teil nicht an der Puppe halten will. Es ist einfach viel zu groß. Ich habe aus Versehen ein Schnittmuster in der Größe 12 bis 20 gekauft. Also Größe 12 ist in der deutschen Größe so ungefähr eine 40. Aber ich brauche halt eine Größe 36, was eine Größe 8 entspräche. Also habe ich dann versucht, per Hand dieses Schnittmuster, was ich schon hatte, per Augenmaß dann 2 Größen kleiner zu skizzieren, also das alles zu verkleinern. Ich bin keine Schneiderin, also bitte don't judge me, ne? Dann habe ich den ganzen Bums von den ersten bis zu jetzigen Schritten nochmal gemacht. Diesmal erst mit dem Futterstoff und ich habe schlauerweise nochmal zur Kontrolle das an die Puppe gesteckt, denn es war immer noch zu groß. Keine Ahnung, wie das so schief gehen konnte, aber ich habe dann einfach die Seiten enger genäht. Für die Rüschen habe ich noch weiße Spitze gefunden, die ich in die vorgegebenen Streifen geschnitten und an den guten Rändern gesäumt habe. Jetzt kann er nichts mehr ausfransen. Um den Stoff zu rüschen, habe ich meine Stichlänge an der Nähmaschine auf maximal eingestellt. Das war bei mir jetzt die 4 und 2 parallele Linien genäht, ohne sie zu verriegeln. Denn so kann man den Stoff dann einfach nach hinten schieben und es entstehen halt diese Falten. Die Rüschen platziere ich an den richtigen Stellen am Außenstoff und steppe das erstmal alles fest.
Nun kommt noch eine Blende für die Schnürung, also so ein Lappen vorne, damit man dann wirklich nicht mehr durchgucken kann, wenn man die Corsage trägt. Die nähe ich dann erstmal an den Futterstoff fest. Und jetzt sieht das Ganze zumindest schon mal danach aus, als könnte das mal was Schönes werden. Ich habe dummerweise in der Anleitung ignoriert, dass man noch ein Interfacing, also so eine Einlage als Zwischenschicht nähen sollte. Darum habe ich mir jetzt solche Tunnel für die Corsagestäbe einfach mit Satinband rangenäht. Macht das bitte nicht so wie ich, macht es wirklich wie in der Anleitung steht. Für mich reicht es jetzt, aber es ist schon ein bisschen dünn alles. Die Kunststoffstäbe habe ich dann mit einem Seitenschneider auf die richtige Länge gekürzt und die Ecken dann leicht angeschmolzen, damit später nichts durch den Stoff pieksen kann. Seid aber vorsichtig dabei, bitte nichts abfackeln. Sind alle Stäbe drin, wälzt sich das bei mir so ein bisschen, aber das macht nichts, denn später bügeln wir das Ganze nochmal. Und selbst wenn man das dann nicht bügelt, aber am Körper trägt, durch die Körperwärme, werden sich die Stäbe nochmal anpassen. Jetzt wird endlich der Innen- und der Außenstoff miteinander verbunden und dafür stecke ich beide links auf links zusammen und möglichst Naht auf Naht, dass es so genau wie möglich aufeinander passt. Und dieses Mal probiere ich das Ding dann vorm Nähen selber nochmal an, um wirklich die richtige Passform zu kontrollieren. Aber das hat zum Glück diesmal alles funktioniert und nun kann beides aufeinander genäht werden. Weil ich aber jetzt so schludrig mit dem ganzen Prozess gewesen bin, ist ein ganz schöner Überstand entstanden, den ich dann einmal abschneiden musste. Es wird aber immer besser tatsächlich, trotz des ganzen Desasters am Anfang mit der falschen Größe. I mean, look at this. Das Einzige, was halt jetzt noch fehlt, ist die Schnürung, die Ärmel und ein schöner Randabschluss. Den machen wir dann aus Schrägband in der gleichen Farbe wie die Vorderseite. Dazu schneide ich mir dieses Viereck, was da mit dem Schnittmuster dabei war, aus und nähe das einmal schräg zusammen. Das kann man jetzt so ein bisschen schlecht erklären, aber ihr seht ja, wie ich das hier mache. Auf jeden Fall habe ich dann so einen ganz langen, breiten Streifen, den ich erstmal in der Mitte bügel, den dann wieder auseinanderfalte, um dann die Außenkanten nach innen zu legen und das nochmal zu falten. Das sind dann um die 4 bis 5 Meter Band. Es macht richtig viel Spaß, das zusammenzunähen, aber es lohnt sich, verspreche ich. Damit schließe ich dann die Kanten meiner Corsage ein, wie so in einem Sandwich und nähe das durch die Vorder- und Rückseite durch. Bei der Schnürung vorne kommen dann noch zusätzliche Stäbe in das Schrägband selber rein, damit das Ganze noch ein bisschen stabilisiert wird, wenn man das wirklich zuschnürt. Und sobald alles schön gesäumt ist, markiere ich mir dann die Löcher, wo die Ösen für die Schnürung und die Ärmel reinkommen. In diesem Fall habe ich ein 4 mm Ösenkit benutzt, wo man dann das Loch mit einem Hammer dann noch ausstanzen muss und die Ösen dann auch mit einem Hammer dann wieder schließt. Es gibt aber auch natürlich extra Ösenzangen und Materialien bzw. Geräte, die das Ganze einfacher machen sollen, aber das probiere ich dann einfach in den nächsten Projekten aus. Für die Träger und die Schnürung habe ich dann 10 mm Satinband benutzt von der Rolle und mir zurechtgeschnitten und das erstmal grob an der Puppe so abgemessen, damit es halt nicht zu kurz wird, also besser zu lang als zu kurz. Schneiden kann man ja am Ende immer noch. Das sieht jetzt schon mal richtig schön aus, aber es fehlen ja noch die 2 Ärmel, die an der Seite dann noch rumhängen. Da beginne ich mit dieser Form und säume als erstes die runden Kanten, wie vorhin auch schon diese Spitzenrüschen, indem ich die doppelt umschlage und einfach darüber nähe. Und ziehe auf der geraden Seite wieder einen lockeren Faden hindurch und ziehe das dann zusammen, also raff das dann zusammen, um wieder so eine Rüsche zu erzeugen. Und mit dem Rest von dem Schrägband wird dann die offene Kante umschlossen und dazwischen noch eine Spitzenrüsche genäht. Alles zusammengepinnt, bis es dann so der Vorderseite ähnelt. Und fertig ist das Ärmelteil, was nun an die richtige Stelle gesetzt und per Hand dann noch angenäht wird. Und damit ist die Corsage fertig, ich glaub's gar nicht. Holla die Waldfee. Und sie passt. Für den Rock habe ich jetzt etwas weniger Geduld übrig gehabt und auch nur
so ein 3 Meter Stoff, der 1,50 Meter breit war ungefähr. Um mir das jetzt aber so einfach wie möglich zu machen, habe ich jetzt den Stoff umgeschlagen, bis er eine Länge von um die 1 Meter hatte und einfach eine gelbe Kordel durchgezogen, die man dann mit einer Schleife am Ende zusammenbindet. Es ist sehr einfach, aber halt effektiv, wenn es schnell gehen muss. Natürlich habe ich den Rock dann hinten nicht offen gelassen, sondern auch einmal rechts auf rechts zusammengenäht. Und jetzt bin ich wirklich fertig. Endlich! Und hier ist das fertige Pilzmädchenkleid in Gelb-Orange. Ich habe das Ganze auf der Dokumi 2024 getragen und kann Pilze auf Conventions wirklich sehr empfehlen, denn erstens hat man einen super Sonnenschutz, natürlich einen Abstandshalter zu anderen Menschen und man bekommt wirklich super liebes Feedback. Insgesamt bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Look. Ich fühle mich auch sehr wohl in den Farben. Ich bin aber auch ein Herbsttyp, muss man sagen. Ein paar Kleinigkeiten würde ich vielleicht nächstes Mal anders machen. Zum Beispiel bei dem Pilzhut. Er ist jetzt sehr wabbelig, sage ich jetzt mal. Also er hängt sehr nach unten. Ich hätte den vielleicht ein bisschen noch stabiler machen sollen, dass der ein bisschen nach oben hält. Bei den anderen Pilzen funktioniert das meistens. Bei dem, der ist ein bisschen groß geworden, muss man sagen. Ansonsten, das ist eine Größe 58. Ich habe aber einen sehr, sehr kleinen Kopf. Also eigentlich hätte ich Größe 56 nehmen sollen, um meine kurze Wissenslücke zu schließen. Der Durchschnittskopfumfang von einer Frau in Deutschland beträgt 56 cm. Ich habe einen Kopfumfang von 53 cm, was eher in Richtung Kind geht. Deswegen wirkt er auch ziemlich groß. Aber man kann im Prinzip jede Größe tragen. Also 58 funktioniert im Prinzip für jeden. Für mich ist es ein bisschen groß, aber fällt zum Beispiel auf Fotos gar nicht so auf. Bei der Corsage selber ist mir ein kleiner Bügelfehler unterlaufen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber es ist ein bisschen Stoff geschmolzen leider. Ich hatte das Bügeleisen zu heiß, also immer darauf achten, wenn ihr bügelt irgendwelche Stoffe, die ihr nicht kennt, fangt mit einer kleineren Temperatur an, sodass es nicht schmilzt. Aber jetzt zu der wichtigsten Frage. Wie viel hat das Ganze jetzt insgesamt gekostet? Also, die Materialien für den Hut liegen bei um die 25 €. Bei dem Rock und der Corsage sind wir bei 50 € plus 10 € für das Schnittmuster, was ich noch vorher gekauft habe, was einen Gesamtpreis von um die 85 € macht. Dazu kommt jetzt aber noch die Arbeitszeit. Für den Hut habe ich ungefähr 6 Stunden gebraucht, also so circa. Und für die Corsage und Rock zusammen um die 8 Stunden. Da sind wir bei 14 Stunden reine Arbeitszeit. Wenn man jetzt von einem Stundenlohn von 50 € ausgeht, was wirklich der niedrigste Ansatz für eine Selbstständige sein sollte, sind wir um die 700 € für die reine Arbeitszeit Stundenlohn. Plus dann noch die 85 € für die Materialkosten sind wir insgesamt bei dem gesamten Kostüm mit Hut, Corsage und Rock bei 785 € circa. Hättest du das vermutet? Was hältst du von dem Pilzkostüm und welche Pilzart wärst du gerne, wenn du die Wahl hättest? Schreib's in die Kommentare und wenn du mich weiter bei kreativen und fantasievollen Projekten unterstützen möchtest, abonniere gerne den Kanal oder folg mir auf meinen Social Media Content Plattformen Instagram und TikTok. Ich stolper jetzt schon ein bisschen über meine eigenen Wörter, aber mit diesem Video beginnt meine YouTube-Reise erst und ich hoffe, du wirst ein Teil davon. Und damit bis zum nächsten Video. Tschüssi!